ImSim bietet mit den Talento Pedals High-End-Pedale und setzt auf Load-Cell-Technik samt kreativer Detaillösungen. Alles zu den ImSim Talento-Pedalen erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Die Pedale wurden als Testmuster von ImSim zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann's losgehen. Beginnen wir mit einem Überblick über das Unternehmen. ImSim ist ein portugiesisches Unternehmen, welches ich euch das erste Mal im Zuge der Simracing Expo 2022 Berichterstattung vorgestellt habe. ImSim vertreibt High-End-Motion-Simulatoren und die heute vorgestellten Talento-Pedale, die ihr derzeit in meinem Testcenter selbst unter die Lupe nehmen könnt. Buchen und besuchen heißt die Devise, nutzt dazu das Kontaktformular auf meiner Homepage. Kapitel Nummer 1, der Preis. Die ImSim-Pedale könnt ihr über diverse Distributoren bestellen. Los geht's mit dem 2-Pedalset für 6,99, die optionale Kupplung schlägt mit 2,49 zu Buche. Für das Performance-Kit werden 119 und für die Pedalplate 100 € fällig. Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Die Pedale und weitere Peripherie kommen in einer sauberen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch. Anschlusskabel, Montagematerial und alles weitere liegt den Verpackungen bei. Eine englischsprachige Bedienungsanleitung sowie Software können auf der ImSim Homepage heruntergeladen werden. Gucken wir uns den Lieferumfang am besten nochmal live an. Ihr bekommt die ImSim Talento Pedale folgendermaßen geliefert. Im Basiszustand, sprich mit Gas und Bremse separat. Die Kupplung, wie gesagt, optional aufpreispflichtig. Dann, welche Optionen seht ihr hier noch bei mir am Start, die ich euch zeige? Ihr habt die Interface Plate oder Basisplatte, so nennt ImSim dieses Ding. Da ist dann dabei eben die entsprechende Platte hier zur Montage. Da könnt ihr die Pedale dann drauf montieren, über die Langlöcher einstellen. Ihr habt eine Fußablageplatte dann dabei. Das ist jetzt der Lieferumfang dieser Interface Plate. Dann zusätzlich, was ihr noch jetzt bei den Pedalen verbaut seht, sind diese Guards hier seitlich beim Gaspedal und hier bei der Bremse. Da gehen wir dann im Rennstreckentest nochmal genauer drauf ein, was euch die bringen können. Das Ganze ist Teil des Performance-Kits. Das Performance-Kit, das sieht folgendermaßen aus. Das ist so eine Überverpackung, da gucken wir auch noch schnell rein. Und im Performance-Kit mit bei eben diese beiden Abstandshalter, so würde ich diese Dinger jetzt nennen. Dann könnt ihr hier gut erkennen, noch Austauschelastomere in diversen Stärken mit Distanzringen. Das ist jetzt dieser Lieferumfang dieses Performance-Kit. Was habt ihr im Standard-Lieferumfang noch enthalten? Das möchte ich auch noch erwähnen. Und zwar das übliche Anschlusskabel, ein USB-Anschlusskabel. Ihr habt im Standard-Lieferumfang enthalten ein weißes Elastomer und das hier schwarz verbaute Elastomer. Weiters im Lieferumfang enthalten ist noch so ein austauschbares Gaspedal bzw. die Gaspedalplatte. Die könnt ihr dann in so einem kurzen Design hier montiert verbauen oder eben so ein langes Design anbringen, je nach Geschmack, wie euch dies besser gefällt. Das übliche Montagewerkzeug ist mit bei. Ihr habt Inbusschlüsseln, ihr habt Gabelschlüsseln und ihr habt so einen Verstellschlüssel mit bei. Da zeige ich euch dann bei den Einstellungen, für was ihr diesen benötigt, und das entsprechende Schraubenmaterial ist klarerweise auch im Lieferumfang enthalten. Nächstes Kapitel: Zusammenbau und Kompatibilität. Das Pedalset ist in Sachen Plattform mit dem PC kompatibel und wird über USB direkt an den Rechner angeschlossen. Eine Konsolenkompatibilität gibt es mit diesen Pedalen nicht. Wenn das Pedalset mit der Baseplate geordert wird, dann kommt diese separat verpackt zu euch und muss zusammengeschraubt werden. In Sachen Rig-Befestigung werden die Pedale entweder ohne die Baseplate direkt verschraubt oder über das Lochbild der Baseplate verbunden. Weiter geht's mit der Montage, wie ihr diese Dinger an euer Rig montieren könnt. Apropos Rig, ihr habt hier High-End-Pedale mit entsprechenden Kräften am Start. Ich empfehle dringend, solche Dinger an einem stabilen Rig zu montieren. Gucken wir uns jetzt an, wie das gelingt. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr diese Interface Plate nicht ordert, diese Pedale standalone, sprich separat direkt an eurem Rig zu verschrauben. Das könnt ihr hier gut sehen. Ihr habt diese gewohnten Langlöcher und über die Langlöcher durch mit Schrauben Nuttensteine, die liegt ImSim bei.
könnt ihr jetzt an ein Aluprofil gehen oder mit entsprechenden längeren Schrauben auch durch Durchgangslöcher. Das hat ImSim relativ elegant gelöst. In meinen Augen, ich zeige euch dies jetzt mal rückseitig. Ihr müsst hier nichts gegenhalten. Das funktioniert hier so mit Schraube durch und diese Dinger, die greifen dann hier an der Baseplate. Ich zeige euch dies noch hier schnell. Vielleicht habe ich noch so ein Teil hier bei mir, dann könnt ihr dies erkennen. Da habt ihr diese, das sind auch so Nutenstein-ähnliche Dinger und diese Dinger, die sehen in der Nahaufnahme so aus. Ich hoffe, ich bekomme das fokussiert in der Kamera. Jetzt solltet ihr gut erkennen, diese Dinger haben hier so eine Aufrauung und diese Aufrauung, die verzahnt sich dann hier an der Pedalplatte und die ist dann auch gegen Verdrehen gesichert, klarerweise durch die entsprechende Form. Das heißt, nur von oben verschrauben, nichts gegenhalten, eine komfortable und eine intelligente Lösung, solche Dinger miteinander zu verschrauben. Das ist jetzt diese Möglichkeit, die ihr habt. Entsprechend jetzt eben mit dieser Baseplate, diese Dinger an diese Baseplate zu schrauben. Dann habt ihr auch hier über die Langlöcher entsprechende Möglichkeit, weiter rechts, weiter links zu gehen. Das sehen wir uns dann noch in den Abmessungen genauer an. Und wie geht ihr dann mit dieser Fußablage an diese Baseplate? Selbes Prinzip. Ihr verschraubt diese Dinger hier mit diesen Distanzhülsen. Wenn ihr die Fußplatte etwas höher haben wollt, dann habt ihr so einen Zentimeter höher entsprechend. Schaltet diese Dinger zwischen und dann eben mit dem eben gezeigten System hier braucht ihr nur einfädeln. Das sieht dann, wenn ich dieses Ding jetzt umdrehe, rückseitig so aus und bla bla bla, bliblablub. Zack, jetzt fädelt ihr diese Dinger ein, steckt diese Nutenstein-ähnlichen Dinger durch, verdreht diese 1, 2, 3, 4 und von oben müsst ihr jetzt nur mehr mit einem Imbusschlüssel hier anziehen und das Ding ist fertig verschraubt. Auch eine wirklich gute, geniale Lösung. So, und jetzt seht ihr ein Problem, das ihr natürlich habt, diese überstehenden Nutensteine, die jetzt, wenn ihr dies an eurer Wheel bzw. an eurer Pedalplatte des Rigs verschrauben würdet, die würden hier kollidieren, nicht eben auflegen und hier gibt es klarerweise dann die entsprechenden Distanzhülsen. Alles hier aus Vollmetall, kein 3D-Druck, so wie ich dies bei einem High-End-Pedalset auch erwarte. Ihr seht hier diese Aluminium-Drehteile und diese Aluminium-Drehteile sind dann die entsprechenden Distanzhalter, um diese Dinger freigestellt zu haben. Die kommen dann zwischen euer Rig und dieser Interface-Plate, Schraube hier von oben durch und dann mit einem Nutenstein in euren Aluprofilen oder mit einem Durchgangsloch und einer Mutter, die auch beiliegend ist im Lieferumfang, miteinander verschraubt und ihr seid fertig an eurem Rig, ready to go. Machen wir weiter mit den Pedaleinstellungen. Ich schraube die Pedale nochmal vom Rig runter, um euch die ganzen Möglichkeiten besser zeigen zu können. Auch dieses Kapitel wieder live für euch. Weiter geht's mit den ganzen Verstellmöglichkeiten. Ihr habt hier jede Menge Dinge, die ihr einstellen könnt, an eure Bedürfnisse anpassen. Hier liefert ImSim das entsprechende Werkzeug mit. Beginnen wir mit dem Tilt bzw. mit der Neigung eurer Pedale. Das könnt ihr jetzt hier bei allen 3 Pedalen verstellen. Ich zeige euch dies jetzt beim Gaspedal. Du brauchst einen 8er Gabelschlüssel, nein 7er Gabelschlüssel, so sieht es aus. Zum Gegenhalten hier der entsprechenden Mutter und diesen Imbusschlüssel. Du schraubst diesen Bolzen hier raus, beziehungsweise diese lange Schraube. Einmal Mutter, einmal Schraube hier rausgenommen und jetzt siehst du hier, ich zeige dir diesen jetzt schnell nochmal seitlich, dieses Lochbild. Ihr habt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Löcher. Ich bin auf dem dritten von oben und du kannst jetzt hier den kompletten Pedalarm in der Neigung, in den negativen Winkel zu dir, messen wir das raus. Da sind wir im Bereich von, das seht ihr hier, um die 10 Grad. 10 Grad negativer Winkel zu dir geneigt, entsprechend 90 Grad oder ganz nach unten könntest du dieses Ding jetzt setzen. Da bist du jetzt in einem Winkel von, ich würde sagen, um die weggeneigt von dir 65 Grad, die du einstellen kannst. Ich bevorzuge meistens eine neutrale Position an meinem Rig. Das ist diese Out-of-Box-Einstellung. Hier drittes Loch von oben. Gut gelöst in meinen Augen. Hier fällt hier dazwischen nichts raus. Du musst nichts rumfummeln. Einfach Schraube raus, durchstecken und hier entsprechend diese Mutter. Und auch das gefällt mir hier sehr gut, diese Lösung
Du benötigst keine Beilagscheibe, das ist so eine Mutter mit einer schönen Auflagefläche. Wie heißen diese Muttern? Ich habe keine Ahnung. Aber du kannst dir auch das Gefummel jetzt mit den Beilagscheiben sparen und du siehst, du hast in relativ kurzer Zeit diese Anpassung wieder durchgeführt. Das ist eine Sicherheitsmutter. Das heißt, du musst auch gegenhalten, damit sich dieses Ding nicht mitdreht. Du schraubst das ein und die Sache in Sachen Tilt, in Sachen Neigung ist erledigt. Das kommt immer auf euer Rig drauf an. Üblicherweise bieten euch die Rigs parallel zum Boden neutrale Auflagen der Pedalhalteplatten an. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann könnt ihr eben auch hier über die Neigung etwas anpassen, verstellen, entsprechend dieses Lochbild. So, jetzt ist dieses Ding angezogen. Die nächste Möglichkeit, die wir in Sachen Verstellung haben, ist der Pedalweg. Da habt ihr diese Schraube, die gilt es jetzt zu lösen. Auch hier selbes Prinzip. Imbusschlüssel angesetzt. Hier gegengehalten, die Mutter, eine Sicherheitsmutter wiederum. Und wenn du, ich glaube, das musst du jetzt ganz rausschrauben oder nur lösen. Probieren wir das jetzt nochmal live. Hier. Ja, du musst den Bolzen jetzt komplett rausnehmen. Und jetzt kannst du vom Pedal Travel, sprich vom Pedalweg, einfach diesen Endanschlag setzen. Endanschlag heißt, du hast jetzt hier über diesen Bolzen, ich hoffe, ich bekomme das gut für euch auf die Cam, hier innen drinnen siehst du diesen Bolzen mit dieser Beschichtung bzw. dieser Hülse, damit dies auch geräuschmäßig etwas gedämpft ist und nicht Metall auf Metall kracht. Auch das ist in meinen Augen gut gelöst. Jetzt kannst du hier die Schraube rausnehmen und entsprechend diesen Endanschlag über den Bolzen verändern. Und zwar wäre das hier der maximale Travel, das seht ihr hier, ein sehr langer Weg am Pedal bis hin zum Endanschlag. Oder du setzt den Bolzen jetzt relativ weit nach vorne. Nehmen wir mal das vorderste Loch und dann siehst du den Endanschlag hier und du hättest einen sehr kurzen Pedalweg. Ich bevorzuge generell einen eher längeren Pedalweg. Ich gehe jetzt mal auf das vorletzte Loch hier, stelle das ein. Das ist jetzt etwas fummelig, finde ich, gelöst in meinen Augen. Hier mit diesem Zwischenbolzen bzw. dieser Distanzhülse. Das müsst ihr jetzt relativ genau hier einfädeln bei eurem Loch, damit ihr hier die Schraube durchbekommt. Aber ihr seht, auch das gelingt jetzt relativ unkompliziert und einfach. Wenn ihr das Handling einmal etwas verinnerlicht habt, dann geht auch dies in meinen Augen relativ schnell vonstatten, wie ihr dies auch hier jetzt live erkennen könnt. Ich würde jetzt sagen, diese Umbaumaßnahme dauert, keine Ahnung, wenn ihr dies jetzt gemütlich zu Hause macht, eine Minute und dann seid ihr da auch schon wieder ready to go. Die nächste Möglichkeit, die du jetzt hast, ist hier die Gaspedal-Vorspannung einzustellen. Das gelingt dir hier beim Gaspedal und gleiches gilt natürlich auch für die Kupplung. Und bei dieser Einstellung, da heißt es für dich, du nimmst dir so einen Imbusschlüssel, das kannst du hier sehen, und du hast jetzt hier einen Sechskant-Bolzen durchgehend, den du jetzt mit dem Imbusschlüssel, das ist mit diesem 8er Imbusschlüssel, hier verdrehen kannst. Und da gibt es 3 Positionen. Das könnt ihr, ich zeige euch das jetzt näher an der Cam, vielleicht hier gut erkennen. Wartet mal, diese Dinger sind verdammt schwer, aber wir kriegen das auf die Cam. Ich hoffe, ihr seht das. Ihr habt hier 1, dann hier Position 2 und hier Position 3. So mit diesen Kerben, mit diesen 3 Kerben. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe ja. Und wenn ihr jetzt auf diesen 3 Kerben seid, so, dann hast du hier, das zeige ich euch, so einen Exzenter hier, so ein nicht rundes Ding, sondern eben ein exzentrisches Ding. Und auf Position 3 drückt dies bereits relativ stark hier auf die innenseitige Feder. Das heißt, du hast jetzt schon eine kräftige Vorspannung drauf. Das heißt, für dich Preload, die Vorspannung. Aus der Ausgangslage heraus musst du jetzt schon das Gaspedal kräftiger betätigen, hier um Richtung Endlage zu gehen. Messen wir dies uns jetzt hier nochmal raus, dass ihr so einen Vergleich habt. Das heißt, ich muss jetzt das Gaspedal ungefähr mit
knappen 2 Kilogramm betätigen, 1,6, damit dies aus der Ausgangslage rausgeht, und zur Endlage hin sind wir jetzt hier bei um die 6 Kilogramm. Machen wir jetzt genau das Gegenteil, gehen wir mal auf die Stufe 1, auf die leichteste. Und jetzt habt ihr aus der Ausgangslage ein wesentlich leichteres Pedal. Das könnt ihr hier schon an meinem Finger erkennen. Vorher waren es knapp 2 Kilogramm auf Stufe 3. Und jetzt sind wir bei 300-400 Gramm, bis dieses Ding aus der Ausgangslage rausgeht. Deutlich spürbar dieser Unterschied. Oder in der Mittelstellung Stufe 2, habt ihr eine mittlere Vorspannung, dann wahrscheinlich um rund 1 Kilogramm, wo dieses Ding auslöst. Super gelöst in meinen Augen, zack, 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 in 2 Sekunden verstellt. Und hier, ich persönlich mag so eine mittlere Vorspannung oder sogar eher eine kräftige aus der Ausgangslage heraus. Das ist Preload bei Gas und bei Bremse, bei Gas und bei Kupplung, könnt ihr diese entsprechend anpassen. Nächste Möglichkeit ist die Veränderung der Kraft der Betätigung des Pedals. Und das seht ihr hier, ihr habt hier von IMSIM so einen mitgelieferten Hebel, so ein mitgeliefertes Werkzeug, und ihr seht hier so eine Skala. Das könnt ihr hier hoffentlich gut erkennen in der Cam. Ich bin jetzt auf der Maximal Plus Position, das ist die kräftigste Einstellung, die haben wir eben rausgemessen, da sind wir bei knappen 6 Kilogramm Betätigungskraft. Gucken wir das jetzt zur Sicherheit nochmal nach, damit ich euch jetzt hier keinen Blödsinn erzähle. Wenn ich hier oben einhänge, bis zur Endlage hin sind das kräftige 6,3 Kilogramm ungefähr. So, jetzt kannst du dieses Tool hier nehmen. Das Tool hängst du hier so ein. Kreative Lösung, auch in meinen Augen. Ich zeige euch das jetzt hier hochkant. Wenn du jetzt mit diesem Tool hier so wegdrückst, seht ihr das? Dann könnt ihr jetzt diesen Hebel ganz entspannt verstellen. Jetzt bin ich hier oben auf die leichteste Position gegangen. Und jetzt in dieser leichtesten Position, wenn ich das jetzt hier ausfädle und betätige, habt ihr ein ganz leichtes Gaspedal von 6,3 Kilogramm, geht es jetzt runter auf 2,8 Kilogramm. Also nur mehr um die 40% der ursprünglichen Maximalkraft, und ihr habt ein schön leicht dosierbares Gaspedal. Auch das stellst du dir dann ein, wie es dir gefällt. Gehen wir nochmal auf so eine Mitteleinstellung. Hier ziehen, das seht ihr, und dann diesen Hebel hier, Stufe Minimal, Stufe 2, 3, 4, Stufe Maximal. Hier habt ihr diese Stufen. Ich gehe jetzt mal auf die Mittelstellung hier, eingehängt. Das ist wirklich eine geile Lösung, Leute, das sage ich euch. Hier mit einem simplen Werkzeug, und dann seid ihr jetzt bei 4 Kilogramm gegen Endlage, also ziemlich genau die Mitte. Ich mag persönlich ein eher kräftiges Gaspedal, auch das gefällt mir sehr gut. Ich gehe auf die vorletzte Kräfteeinstellung, dann sind wir bei um die 5 Kilogramm. So viel zum Thema, wie stark du das Gaspedal jetzt Throttle Pedal Force Adjustment, so nennt dies IMSIM in der Bedienungsanleitung. Und das gleiche gilt dann auch für das Kupplungspedal. Apropos Kupplungspedal, jetzt nochmal kurz durchgegangen. Hier die Verstellung des kompletten Pedalarms, so wie wir dies besprochen haben. Dann habt ihr wiederum hier die Preload-Einstellung. Das könnt ihr hier vielleicht etwas besser erkennen. Ich bin auf der Stufe 3, das heißt in der Ausgangsstellung schon ein kräftiges Kupplungspedal. Und zusätzlich hier an der Verstellung seht ihr hier, bin ich über diesen Arm, wie eben erklärt, beim Gas auf der Maximalstellung. Das heißt, das kräftigste Setting, das möglich ist an der Kupplung, das ich mir eingestellt habe. Ich mag eine kräftige Kupplung, mir gefällt dies. Und da brauchen wir jetzt in der Ausgangslage bei der Kupplung, benötigen wir um die 6-7 Kilogramm, bis dieses Ding aus der Ausgangslage rausgeht. Und zum Ende hin liegen dann um die 9,3, um die 10 Kilogramm in der Endlage an. Wirklich ein kräftiges Kupplungspedal, das hier IMSIM in der kräftigsten Einstellung hier an den Start bringt. Weiter geht es mit den Einstellungsmöglichkeiten der Bremse. Nummer 1, du hast die Möglichkeit der Vorspannung. Das heißt auch wieder
in der Ausgangslage, wie stark du das Bremspedal drücken musst, bis dies aufs Elastomer geht. Du siehst hier innenseitig eine Überwurfmutter und eine Kontermutter, die diese Überwurfmutter dann gegen Verdrehen sichert. Das heißt, du kannst diese Kontermutter jetzt lösen, dann hast du diese Überwurfmutter hier schön locker. Und jetzt ein Beispiel. Dies wäre jetzt zu locker. Du hast hier keine Vorspannung drauf, du hast in der Neutralstellung ein lockeres Bremspedal. Das soll nicht sein. Gib hier immer etwas Vorspannung drauf, dass du in der Ausgangslage dieses Elastomer schon leicht komprimierst. Jetzt hast du in der Ausgangslage ein festes, ein kompaktes Bremspedal und ab dann geht's los. Das heißt, wenn du jetzt diese Vorspannung gering hältst, hast du eine leichte Kraft aus der Ausgangsposition. Wenn du jetzt hier mit dieser Mutter das Elastomer bereits in der Ausgangsstellung schon stärker komprimierst, das heißt in diese Richtung drehst, jetzt komprimiere ich bereits das Elastomer und wenn du jetzt aus der Ausgangsstellung raus willst, dann musst du schon mehr Kraft aufwenden, um dein Pedal entsprechend zu bewegen. Das ist immer das gleiche Prinzip, wie dies auch bei anderen Anbietern der Fall ist, bei den Mitbewerbern. So, wenn du jetzt so ein Elastomer tauschen möchtest, dann genau umgekehrt der Fall. Du lockerst das Elastomer, die Schraube, alles hier schön locker in diesem Bereich. Dann siehst du, ist das Elastomer hier beweglich und wenn dieses beweglich ist, dann kannst du hier diese Platte hier gemütlich ausfädeln. Du hast dann hier diese Distanzplatte, die legst du ab, dann diese Feder nicht vergessen, die kommt an Nummer 2, dann hast du diese innenliegende Buchse Nummer 3 und dann hast du dieses Elastomer-Paket, diese Elastomer-Feder, die hat dann noch eingesteckt solche Führungshülsen, so nenne ich diese Dinger und wenn du jetzt von diesem Elastomer auf dieses wechseln willst, steckst du diese Dinger ein und verbaust dies wieder in umgekehrter Reihenfolge und fertig. Ich blende euch Overlay rein, beziehungsweise in der Bedienungsanleitung habt ihr dann für jedes Elastomer die entsprechenden Kurven. Wartet, ich scroll hier jetzt nochmal kurz durch. Ihr habt jetzt bei diesem schwarzen Elastomer, kurz gesagt, um die maximal 60 Kilogramm Force-Kraft ist dies ausgelegt. Ihr solltet euch an diese Anleitungen halten. Verbaut bitte kein extrem weiches Elastomer, um dann extrem stark ans Pedal gehen zu wollen. Das macht keinen Sinn. Du beschädigst die Elastomere. Du hast hier eine super Tabelle, die dir dann Empfehlungen gibt. Willst du jetzt beispielsweise sehr kräftig unterwegs sein, dann benötigst du entweder das weiße Elastomer aus dem Lieferumfang. Da geht es hoch bis um die 100 Kilogramm Force. Und wenn du diese Load Cell von 200 Kilogramm oder was der hier verbaut ist, maximal ausreizen willst, dann benötigst du dieses Performance Kit. Das kannst du hier sehen und dann hast du diverse Kombinationen, die du dann zusammenstellen kannst. Das kräftigste aus dem Performance Kit wären diese 3 schwarzen Elastomere, das rote und hier dieser Distanzring. Und wenn du dies verbaust, dann kannst du hier hochgehen bis 160 Kilogramm Pedal Force und entsprechend der Pedalweg dann, der wird extrem verkürzt. Der beträgt dann nur mehr um die 25% vom gesamten Pedalweg und dann liegt schon diese Kraft an. Das heißt, du hast nicht mit dem sehr kurzen Pedal, sprich aus der Ausgangslage ungefähr so, bist du dann auf der maximalen Kraft von 160 Kilogramm Load Cell, wenn du dies treten willst wie ein Esel. Aber auch das ist immer Geschmackssache, je nachdem auch was du jetzt simulieren möchtest. Jetzt nochmal in umgekehrter Reihenfolge kurz zusammengesteckt. Ihr seht, das geht werkzeugfrei, ist in meinen Augen auch sehr gut gelöst. Wunderbar zusammengesteckt. Hier dann diese Platte draufgesetzt und dann fädelst du dies ganz gemütlich ein und jetzt siehst du alles locker, klar, eine Vorspannung wieder drauf geben, die entsprechende Überwurfmutter hier drehen, eine Vorspannung drauf, wenn du mit deiner Vorspannung zufrieden bist, die Kontermutter zudrehen, gegenkontern und das Elastomer sitzt fest. Und dein Elastomer ist verbaut und fertig. Mehr gibt es zu der Bremse jetzt in dem Punkt nicht zu sagen. Wenn du jetzt das Performance Kit orderst, hast du eben die entsprechenden zusätzlichen Elastomere mit bei oder auch diese Guards, die ich hier verbaut habe. Ich weiß jetzt nicht, wie Sim diese genau nennt in der Bedienungsanleitung, aber ich zeige euch jetzt die Funktion, wie dies aussieht. Ihr könnt diese verschrauben und zwar
zwischen dem Pedalarm und der Pedalplatte werden die zwischengeschraubt, das könnt ihr hier gut erkennen. Gleiches bei der Bremse. Beim Gaspedal wird so ein Guard dann einen Sinn für dich haben, wenn du ein 3-Pedal-Set am Start hast. Du springst zwischen Bremse und Gas hin und her und immer wenn du hier schnell in der Rennaction rüberrutscht, dann hast du hier so einen Anschlag, den du dir einstellen kannst. Du kannst hier näher ran, weiter weg, höher, runter, das kannst du hier einstellen. Und du hast so einen Anschlag, um immer dieselbe Fußposition dann automatisch zu haben. Du wirst im Prinzip hier auf der rechten Seite geführt. Dieser innenseitige Guard, der macht den Sinn, wenn du jetzt vom Gaspedal zur Bremse rüber willst, damit du nicht hier innenseitig irgendwie mit dem Schuh hängen bleibst. Dieser Guard, der drückt dich weg und verhindert, dass du dich hier hinter dem Pedal irgendwie verkeilst und ordentlich deine Position hier findest. Das hat es mit diesen 2 Dingen auf sich, die du in diesem Performance Kit mitgeliefert bekommst. Welche Einstellungsmöglichkeiten hast du jetzt noch an den Pedalen? Die ganz logischen Einstellungsmöglichkeiten, die ihr kennt, über das Lochbild die Pedalplatten zu versetzen, eine Lochreihe nach links, eine Lochreihe nach rechts. Diese Pedalplatte, die kannst du austauschen durch die beiliegende kleinere Pedalplatte. Und noch kurz für euch die Abmessungen. Ich habe jetzt maximal möglich nach links rausgesetzt, um hier etwas mehr Platz zu schaffen. Du hast jetzt ein Außenabmaß von diesem Ding von 300, von 30 cm, die Baseplate 280, die Fußablage 170 mm. Ich bin auf einer Höhe von 275 ungefähr. Ich habe ein Gewicht von, keine Ahnung, das Pedalset mit dieser Basisplatte ist, ich glaube, über 10 Kilogramm schwer. Es ist wirklich hochmassiv. Stellen wir diesmal auf die Waage. Ja, wir sind bei knapp 11 Kilogramm gelandet, die dieses hochmassive Monster auf die Waage bringt. So, ich glaube, ich bin jetzt alle Einstellungen für euch durchgegangen. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich nichts vergessen. Wenn dies der Fall sein sollte, dann schreibe ich es noch runter in den Kommentaren. Aber ich glaube, das Kapitel Einstellungsmöglichkeiten, das haben wir jetzt wirklich sehr detailliert durchleuchtet. Für mich immer sehr wichtig, euch dieses maximale Service zu bieten. Wenn ihr Pedale im Preisbereich von mehreren 100 Euro kauft, dann solltet ihr euch mit diesen Dingen eingehend beschäftigen, denn nur dann macht es Sinn, so viel Geld für solche High-End-Pedale auszugeben. Zurück von den ganzen Möglichkeiten und einige weitere technischen Details. Die Position von Gas und Kupplung wird über Hall-Sensoren abgegriffen und über die Wegezelle, sprich die Load Cell, wird die Bremspedalposition bestimmt. Einfach gesagt sitzen im Inneren einer Load Cell ein feiner Metallstreifen und die Load Cell ist ein elektronisch-mechanisch aufgebautes und verformbares Bauteil, welches bereits bei geringstem Druck eine minimale Formänderung annimmt und diese Verformung wird über die innenliegenden Metallstreifen registriert und elektrisch in ein Signal umgewandelt. Beim Bremspedal der IMSIM Talento-Pedale sind über die 200 Kilogramm Load Cell sehr hohe Pedalkräfte möglich, die sich über den Hebelweg bei etwa 160 Kilogramm direkt am Pedal wiederfinden. Der Widerstand von Gas und Kupplung wird über sehr massive Schenkelfedern gewährleistet und IMSIM weicht dahingehend von den meisten bei Pedalsets verbauten Spiralfedern ab. Bei der Bremse verwendet, wie bereits erwähnt, die entsprechenden Elastomerlösungen bzw. Kombinationen mit diversen Elastomerfedern. Machen wir weiter mit Verarbeitung, Material und der ganzen Haptik. Die IMSIM-Pedale bestehen aus gewalztem Stahl mit entsprechenden Materialdicken. Jegliche Aufnahmen, Pedalarme und die gesamte Grundplatte wurden aus Metall gefertigt. Die Pedalplatten wurden ebenso aus Metall gefertigt und Gleiches gilt auch für die im Performance Kit enthaltenen Platten, die ihr da seitlich dran schrauben könnt. In Sachen Verarbeitung, Spaltmaße und Haptik gibt es an dieser Stelle wie erwartet nichts zu kritisieren. Im Rennbetrieb gibt es kein Knarzen, kein Klackern und keine störenden Nebengeräusche zu vernehmen. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, das ist die Optik. Die IMSIM Talento Pedale bieten einen hochmassiven Look im Manufakturdesign. Man sieht auf den ersten Blick, dass sich diverse Detaillösungen deutlich von den üblichen Pedalkonstruktionen anderer Mitbewerber unterscheiden. Die Schriftzüge wurden edel in die Fußablage eingearbeitet. In Sachen Software, ihr startet diese IMSIM Motion Software, die könnt ihr auf der Homepage von IMSIM herunterladen.
Habe dann hier 3 Buttons, Pedals, Profiles und die Settings. Gehen wir dies der Reihe nach durch. Bei Pedals, Pedals Connection grün, Pedale verbunden. In meinem Fall, die Pedale könnt ihr direkt an der Invicta Base, die hat einen eingebauten USB-Hub, verbinden und über die Base geht es dann direkt zum PC. Oder eben die Pedale direkt über USB am PC verbinden, ganz wie ihr wollt. Ihr seht jetzt hier in dieser Übersicht rechts Throttle Gas, in der Mitte die Bremse und links die Kupplung. Ihr habt jetzt bei jedem Pedal, bleiben wir hier mal beim Gaspedal, bei der Betätigung ein Minimum. Hier könnt ihr die Todzone einstellen. Ihr seht, dann verändert sich diese Pedalkurve sozusagen. Dann habt ihr eine Todzone von, wenn ich jetzt hier beispielsweise 40% eingeben würde, die ersten 40% Pedal-Input, habe ich im Spiel keinen Input bzw. keinen Output in Richtung Ingame. Das wäre tot. Das heißt, keine Betätigung, ist unrealistisch. Geht immer von diesen, ihr seht es, wenn ich jetzt hier 0% Todzone setze, habt ihr einen leichten Gaspedalausschlag. Könnte man noch kalibrieren jetzt oder entsprechend die Todzone jetzt auf um die 3% weg von den N-Anschlagen setzen. Dann kann dies nicht passieren, wenn ihr das Pedal nicht drückt, dass ihr dann auch keinen Input in-game habt. Gleiches gilt für die maximale Todzone. Auch hier rate ich immer 3-4% von den Endanschlägen wegzubleiben. Du kannst, wenn du jetzt in der Mitte deines Pedal-Inputs bist, diesen verändern. Das heißt, du kannst diesen hier entsprechend runtersetzen oder eine neutrale Mittellage hier entsprechend am Start haben. Welche Möglichkeiten hast du jetzt noch? Du kannst Calibration Wizard, beziehungsweise kurz jetzt hier noch unterhalb Inverted Pedals, wenn ihr die Pedale gedreht montiert, dann werden diese Anschlüsse quasi, die Hardware-seitig jetzt umgekehrt sind, vertauscht und eure Pedale wissen dann, okay, jetzt habt ihr quasi den Gaspedalanschluss als jetzt habt ihr den Gaspedalanschluss als Kupplungs- und den Kupplungs- als Gaspedalanschluss eben entsprechend inverted. Calibration Wizard. Das rate ich, wenn du jetzt mechanische Änderungen in Pedalen vornimmst, geh immer den Calibration Wizard nochmal durch, um dies alles zu kalibrieren. Du klickst hier drauf und dann gehst du diese Reihe noch Press Start Calibration to Start, das machen wir jetzt hier. Start, dann Release the Throttle Pedal, das heißt Gaspedal loslassen, Next Step klicken. Fully Press the Throttle Pedal, du presst das Pedal voll durch, drückst auf Next Step, lass dies los. Jetzt das Bremspedal voll auslassen und danach Fully Press the Brake Pedal und da drückst du dies so stark, wie du dies eben als Maximum definiert haben möchtest. Diese schwarze Elastomer ist, glaube ich, auf 50-60 Kilogramm hier über die Load Cell spezifiziert. Bitte achtet jetzt, wenn ihr weiche Elastomere verbaut habt, achtet hier auf die Empfehlungen, die ihr über das Handbuch geboten bekommt. Drücke nicht ein weiches Elastomer jetzt voll durch, quetsche dies nicht unnötig. Wenn du jetzt mehr Power am Bremspedal haben willst, verbaue entsprechend stärkere Elastomere. Richte dich jetzt hier nach den maximalen Spezifikationen. Ich glaube, bei diesem schwarzen Standard-Elastomer um die 60 Kilo, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wenn ich jetzt sage, für mich mein Maximum ist angenehm bei, keine Ahnung, um die 45 Kilogramm, dann stelle ich dies hier entsprechend ein. Sage, okay, 45 Kilogramm als Maximum ist für mich okay. Drücke Next Step, lasse dies los. Kupplungspedal auslassen, Next Step. Fully Press Clutch, voll drücken, Next Step, auslassen, Finish Calibration und fertig. Und jetzt siehst du, wenn ich jetzt hier meine 45 Kilogramm am Bremspedal anliegen habe, habe ich den maximalen Output der Pedale bzw. 100% Input in-game. So diese Zusammenhänge des Calibration Wizards. Du kannst auch, wenn du jetzt mechanisch nur die Bremse veränderst, Gaspedal, Kupplung bleibt gleich, musst du dies nicht immer durchmachen komplett. Du kannst Calibration Wizard klicken, Start Calibration, du kannst jetzt Throttle Pedal skippen und jetzt bist du beim Brake Pedal, dann machst du Next Step, Fully Press, ich gehe jetzt beispielsweise 40 Kilogramm, lasse dies los und die Clutch, die skippen wir, Finish Calibration und ich bin schneller fertig und jetzt bei 40 Kilogramm seht ihr die 100%. Du kannst diese Profile dann anlegen,
Das heißt Ron Black wegen dem schwarzen Elastomer, so habe ich dieses Profil genannt. Ich klicke hier nochmal auf Save. Und wenn du jetzt auf die Profile gehst, ich habe da mit diesem bis 35 Kilogramm weichesten Elastomer mal getestet. Ich habe mit diesem weißen Elastomer getestet und noch ein anderes Setting mit sehr kräftigen Settings hier in dieser Software belegt bzw. abgespeichert in den Profilen, und die kannst du dann immer entsprechend laden. Das heißt, du klickst dieses an, Doppelklick, und wenn du jetzt hier auf Pedals gehst, dann siehst du jetzt bei Active Profile Ron Very Soft. Ja, ich bin heute ein Softie. Oder du gehst jetzt hier wieder auf Ron Black, Doppelklick, und dann bist du bei Ron Black gelandet. Bei den Settings kannst du hier noch einstellen Start with Windows, dass dieses Tool mit Windows startet oder eben nicht. Das war es jetzt in Sachen Software, einfach aufgebaut in meinen Augen. Ja, viel mehr gibt es hierzu nicht zu sagen. Was ich jetzt hier nicht habe, ist, dass ich hier spezielle Pedalkurven anpassen kann, so wie ihr dies bei manchen Softwareanbietern kennt, wo ihr die Pedalkurven ziehen könnt oder voreingestellte Kurven, die nicht linear sind, einstellen könnt. Das bietet diese Software noch nicht. Mal sehen, was die Zukunft hier bringen wird. Fairerweise muss ich zugeben, üblicherweise bin ich eigentlich immer mit linearen Kurven unterwegs und finde hiermit mit dieser ImSim-Motion Software mein Auslangen. Weiter geht's mit unserem Hauptkapitel, dem Rennstreckentest. Lasst uns an dieser Stelle ein paar Runden live drehen, damit ich euch meine Eindrücke der letzten Wochen und Monate mit diesem Pedalset schildern kann. Im heutigen Rennstreckentest sind wir mit Race Room unterwegs, hier in Zandvoort, auf einem SimLab X1 Pro Rig, montiert klarerweise die ImSim Talento Pedale. Was haben wir hier noch am Start? EasyTech Invicta Base mit einem Grid MPX Lenkrad über diesen EasyTech Quick Release Adapter. Als Shifter verwende ich einen Einsteiger-Shifter, den ich vor längerer Zeit für euch einmal reviewed habe. Ein SHH-Shifter ist das, den könnt ihr auf sequentielle und manuelle Shifter umstellen, kostet nur um die 100 Euro. Ein gutes Produkt in meinen Augen, hat im Test gut abgeschnitten. Was gibt es noch zu sagen? Die Motion habe ich ausgeschalten, damit ihr in der Nahaufnahme die Pedale besser mitverfolgen könnt. Ja, gehen wir jetzt einmal hier rein ins Rennen. Alter BMW E30, H-Schaltung. Ihr könnt hier schön mit Zwischengas, Heel and Toe, euch einmal ausprobieren. Macht in meinen Augen jede Menge Laune, erfordert ein bisschen Training, aber beim Runterschalten Kupplung auslassen, damit die Räder dann nicht blockieren. Wenn ihr in den tieferen Gang geht und die Drehzahl hochknallt, könnt ihr hier entsprechend mit Zwischengas über Heel and Toe das über ein Dreiweg-Pedalset bewerkstelligen. Ja, vom Feeling jetzt her auf der Rennstrecke mit den ImSim Talento Pedale, nichts Überraschendes. Vielleicht überrascht euch dies jetzt, wenn ich so etwas sage, aber wir reden hier von einem Pedalset im Bereich von mehreren hundert Euro, ein High-End-Pedalset, und all dies, was ich jetzt hier so erwartet habe oder jetzt seit längerer Zeit, ich habe diese Dinge jetzt seit mehreren Monaten hier im Langzeittest, erfüllen diese Pedale auch. Ihr habt ein absolut spielfreies Betätigungsgefühl, eine sehr feine Dosierung von Gas, Bremse und Kupplung. Ihr habt kein seitliches Spiel dieser Pedale. Alles funktioniert eben so, wie dies bei einem High-End-Pedalset der Fall sein sollte. Ja, was gibt es noch zu berichten? Ich bin jetzt mit folgenden Settings unterwegs. Mit dem Gaspedal bin ich auf einer mittleren Vorspannung, das heißt aus der Ausgangslage eine mittelmäßige Kraft, um diese Pedale zu bewegen. Und in Sachen Betätigungskraft über diesen Mechanismus bin ich bei der zweithärtesten Einstellung in Sachen Pedalkraft. Dann bei der Bremse habe ich das Out-of-Box Elastomer, dieses schwarze Elastomer, das im Lieferumfang mit bei ist, auch wenn ihr dieses Performance Kit nicht mitordert, verbaut. Und ihr seht hier, ich sollte mich wieder mehr aufs Rennfahren konzentrieren. Multitasking nie meine Stärke beim Simracen. Und bei der Kupplung bin ich mit dem härtesten Setting unterwegs in Sachen Pedalkraft. Das fühlt sich in meinen Augen sehr knackig an. Gehen wir jetzt nochmal die Pedale einzeln durch. Ihr habt
ja, wie würde ich dies sagen, ich habe euch dies vorhin rausgemessen, in der zweithärtesten Gaspedaleinstellung ein relativ knackiges Gaspedal, so würde ich dies jetzt nennen, das sich sehr fein dosieren lässt über den Pedalweg, den ihr ebenso verstellen könnt. Ihr seht, ich habe hier so einen mittel- bis eher längeren Pedalweg gewählt, wie dies eben bei so einem, ich würde schon fast sagen, Vintage Car der Fall sein sollte. Dann habt ihr bei der Bremse, auch das ist so ein Mittelweg, den ich persönlich bevorzuge, gefällt mir sehr gut. Ob ihr jetzt diese ganzen Elastomere, dieses Performance-Kits noch benötigt, das sei dahingestellt. Enthusiasten ja. Der standardanspruchsvolle User in meinen Augen, weiß ich nicht, ob du dir diesen Aufpreis sparen kannst. In meinem Fall, ich denke schon. Bei der Kupplung, wie fühlt sich die Kupplung an? Ja, die Kupplung, ihr spürt den Schleifpunkt hier nicht sonderlich deutlich raus. Das muss euch jetzt bewusst sein. Ihr habt eine knackige Kupplung mit einer ordentlichen Betätigungskraft, aber diesen Schleifpunkt, das wisst ihr, wo die Kraft ansteigt, dann den Peak erreicht, hier irgendwo in der Mitte und dann wieder stark abfällt, den werdet ihr mit diesem Mechanismus nicht geboten bekommen. Erwartet euch hier absolut keine Wunderdinge. Das will ich fairerweise dazu sagen. Was gibt es noch zu sagen? Diese Guards, das heißt hier an Gas, um hier nicht übers Gas wegzurutschen, im Speziellen, wenn ihr jetzt mit einem Dreiweg-Pedalset unterwegs seid, dann machen diese Sinn, weil wenn du jetzt hier auf der Bremse bist und hier rüber rutscht, hier zum Gaspedal, dann hast du hier so einen Anschlag. Das heißt, dir wird es nie passieren, dass du hier drüber hinausrutscht. Du bist safe eben mit dem Guard, mit einem Wächter sozusagen unterwegs. Dann hast du diesen Guard eben auch bei der Bremse. Der macht folgenden Sinn, wenn du jetzt das Bremspedal etwas weiter nach vorne setzt und hier zwischen Gas und Bremse hier mit dem rechten Fuß hin und her springt, dass es dir nicht passieren kann, hier mit dem Gasfuß unter der Bremse hier einzufädeln. Den stellst du dir so ein, dass du hier nicht einfädelst, dich verklemmst und automatisch dann über den Guard zum Bremspedal rüberrutscht. Ich hoffe, ich habe das jetzt für euch so verständlich erklärt. Das sind so jetzt die wichtigsten Dinge, die ich für euch erwähnt haben möchte. Wir springen jetzt hier nochmal rein in einen Einzelevent bei Race Room. Ich schnappe mir jetzt eine andere Fahrzeugklasse, irgendeinen GT3, so eine Corvette GT3, um jetzt nur mit Gas und Bremse unterwegs sein zu können. Da bleiben wir jetzt einfach auf derselben Strecke, springen nochmal rein ins Rennen. Ja, das ist jetzt Dreiweg-Pedalset, immer so eine Frage. Willst du dir das anschaffen? Zahlen sich die 250 € für so ein drittes Pedal aus? Ja oder nein? Das ist eine Frage, die musst du dir beantworten. Für mich persönlich ist ein Pedalset dann komplett, wenn 3 Pedale am Start sind. Ich fahre auch gerne Vintage Cars, ältere Fahrzeuge, spiele mich gerne auch mal mit der Kupplung, Heel and Toe, alte Rallye-Fahrzeuge. Ja, das ist unterm Strich dann euch überlassen, welche Herangehensweise ihr dann an Simracing habt. Bei der Pedalplatte, wo dann die Pedale jetzt schon vormontiert sind, so wie in meinem Fall, haben wir immer so eine gewisse Beschränktheit in Platz, auch bei anderen Herstellern. Ich verstehe nicht ganz, in meinen Augen persönlich, warum baut ihr diese Pedalplates, diese Pedalplatten nicht 10 cm breiter? Jedes Rig hat genügend Platz, in meinen Augen, und dann hast du auch über eine Pedalplatte, wenn du diese Dinge fix montierst, mehr Bandbreite, die Pedale weiter auseinander zu verschieben, mehr Platz zwischen den Pedalen lassen. Das geht hier bei den InSim Talento in meinen Augen gerade noch okay in Sachen Platzverhältnisse, aber ihr seht, obwohl ich die Pedalplatten jetzt weit nach links gesetzt habe, hier habe ich nicht großartig viel Spielraum zwischen den Pedalen. Wenn du jetzt mega große, mega breite Füße hast, dann weiß ich nicht, wie du mit der Pedalplate klarkommst. Und dann ist es vielleicht für dich der bessere Fall, diese Dinger wirklich direkt an dem Rig zu verschrauben, wo du dann jegliche Möglichkeiten hast. Das ist jetzt so meine Einschätzung in Sachen Pedalplate. Da würde ich mir bei den Herstellern, bei allen wünschen, baut diese Dinger 10 cm breiter, gebt uns hier einfach mehr Spielraum. So, lasst uns jetzt starten, hier mit so einer GT3 Corvette. Nur zum Start die Kupplung jetzt. Lasst mich etwas Sound drauf geben. Und die Party kann losgehen. Jetzt klarerweise über die Shifter Pedals hier am Lenkrad, am MPX Wheel.
Und ihr seht, ich habe jetzt hier so mit diesem schwarzen Elastomer aus dem Standardumfang, ich muss das Force-Feedback etwas zurückdrehen, das ist verdammt kräftig jetzt hier. So, ihr seht, ich habe so einen mittelmäßig langen Weg. So in einem GT3-Fahrzeug, da werden üblicherweise die Wege am Bremspedal etwas kürzer. Aber auch hier entscheidet nach euren Präferenzen. Ich persönlich bin so ein Typ, der mag den nicht allzu kurzen Weg. Ich mag es nicht, wenn so eine Bremse an der Endanlage über das Elastomer zu matschig wird. Das heißt, zu weich will ich dieses Elastomer auch nicht. Und bei mir ist so eine Pedalkraft um die 60, 70 Kilogramm am Endanschlag genug. Was heißt das jetzt im Anwendungsfall? Du kannst mit diesem Pedalset auch extrem harte Bremskräfte simulieren, die so auch in echten Fahrzeugen am Start sind. Das musst du dann entscheiden, wie dir dies dann im Alltag gefällt. Ich persönlich, wenn ich mit extrem harten Bremskräften unterwegs bin, ich bekomme Kreuzschmerzen. Auch darauf heißt es zu achten, wenn du etwas jetzt im Rücken verspürst, nachdem du auf so ein High-End-Pedalset umgestiegen bist, übertreib's vielleicht nicht gleich zu Beginn mit diesen Kräften, gewöhne dich erstmal an Setup und finde dein passendes Setup heraus. Ja, was gibt es jetzt hier noch zu sagen? Wie gesagt, sehr feine Dosierbarkeit von Gas, sehr exakte Bremsdosierbarkeit. Jetzt konzentriere ich mich etwas mehr jetzt wieder aufs Rennfahren und wir gucken uns an, wie es aussieht mit dem Trailbraking. Ihr wisst, das Bremsen bis in die Kurve hinein, bis zum Scheitelpunkt, gleichzeitiges Lösen der Bremse mit einem High-End-Pedalset, das ihr gut dosieren könnt, sollte dies problemlos gehen. Das heißt, hier runterschalten, voll auf die Bremse, runter von der Bremse beim Scheitelpunkt und dann das Pedal lösen und wieder ans Gas ran. Jetzt machen wir das nochmal. Und dritter Gang, fest auf die Bremse, runter auf die Bremse beim Scheitelpunkt lösen und wieder voll aufs Gaspedal drauf und dasselbe Spiel noch einmal. Das heißt, ihr habt so ein wie so eine Waage bei den Pedalen. Du hast nie einen Leerlauf, entweder bist du am Gas oder an der Bremse, beziehungsweise löst die Bremse und sobald die Bremse gelöst ist beim Scheitelpunkt, in demselben Moment legst du das Gaspedal wieder an, springst hier drauf, gehst ans Gas und verlierst die wenigste Zeit, wenn es darum geht, eine Kurve anzubremsen und aus einer Kurve heraus zu beschleunigen. Gewöhnt euch an dieses Feature bzw. lernt diesen Skill, wenn ihr jede Zehntel hier auf einer Strecke rauspressen wollt. Das ist so mein Tipp. Übertreibt sie nicht mit dem Heel und Toe, übertreibt sie nicht mit dem Trailbraking, wenn du jetzt hier zu lange an der Bremse zu fest bis in den Scheitelpunkt an der Bremse bleibt. Das Fahrzeug wird nach vorne in die Federn gedrückt, wird hinten oft leicht. Du bekommst ein leichtes Heck beim Einlenken und du wirst ein Übersteuern haben, beziehungsweise du wirst dich eindrehen. Das ist dann, wenn du mit dem Trailbraking übertreibst, zu lange zu fest auf der Bremse bis hin zum Scheitelpunkt bleibst. Das sind so die technischen Zusammenhänge, über die haben wir in meinem Kanal auch schon des Öfteren gesprochen. Zurück jetzt zu den IMSIM Talento-Pedalen. Ein Pedalset, das bei mir im Rennstreckentest jetzt über die letzten Wochen, Monate extrem gut ablieferte. Viele Kundenbesucher von euch jetzt bei mir hier im Testcenter sind auch mit diesen Pedalen unterwegs gewesen und haben rückgemeldet, dass sich diese Dinger prima anfühlen, wie erwartet. Ihr habt schöne glatte Pedalplatten, wo eure Füße wunderbar darauf gleiten. Mir persönlich gefällt dies sehr gut. Im Sommer bin ich dann oft barfuß unterwegs. Auch dieses haptische Erlebnis an den Fußsohlen persönlich gefällt mir sehr gut. Was gibt es noch zu sagen? Extrem hohe Verstellmöglichkeiten, auf die wir auch eingegangen sind. Ja, kein Spiel, kein Klackern, kein Nerven dieser Pedale. Ja, das heißt zusammengefasst, kein Klackern, kein Knarzen, hochstabile Pedale, viele Verstellmöglichkeiten und all diese Punkte jetzt, negative, neutrale, positive Aspekte, die fassen wir jetzt in Kürze zusammen. Negative Aspekte. Die Universal Interface Plate, sprich die Basisplatte, die optional geordert werden kann, um die Pedale damit verschrauben zu können, ist in meinen Augen etwas zu schmal dimensioniert. Hier würden zusätzliche 5 bis 10 cm mehr in der Breite Spielraum bieten, um die Pedale flexibler in Sachen Abstände darauf positionieren zu können.
Zweiter negativer Aspekt ist der fehlende Schleifpunkt der Kupplung, der die Charakteristik eines Kupplungspedals im echten Auto vermissen lässt. In diesem Preisbereich würde ich mir eine über die Mechanik spürbare Charakteristik des Kupplungspedals wünschen, wo sich die Kraft spürbar aufbaut, nach dem Schleifpunkt nachlässt, um dann bis zur Endlage wieder anzusteigen. Nächster Punkt, die neutralen Aspekte. Preislich stufe ich 6,99 fürs Zweiwege-Pedalset, teuer, aber fürs Gebotene gerade noch neutral ein. Das für 2,49 optional erhältliche Kupplungspedal und 119 für das Performance-Kit ist für mein Bauchgefühl eher in Richtung neutraler bis hin zu negativer Preisbewertung einzuordnen, da etwas zu teuer. Zweiter neutraler Aspekt ist die Software. Das Handling ist benutzerfreundlich, vordefinierte Pedalkurven fehlen aber Stand heute, das ist Anfang März 2023 noch. Wenn man von den linearen Settings abweichen möchte oder Kurven mit eigenen Referenzpunkten definieren will. Weiter geht's mit den positiven Aspekten. Die Verarbeitung und Materialauswahl sind hochmassiver Standard. Alles wirkt rock solid und äußerst langlebig. Metall, soweit das Auge reicht. In Sachen Geräuschemissionen wirst du keine Probleme in einer hellhörigen Wohnung haben. Die technische Umsetzung von Einstellungsmöglichkeiten heben sich zum Teil deutlich von der breiten Masse der Mitbewerber ab und geben den IMSIM Talento-Pedalen einen ganz eigenen Charakter. Pedalweg, Vorspannung und der Kräfteverlauf lassen sich maßgeblich an die Bedürfnisse anpassen. Bei diesem Pedalset habe ich die bis dato größten Unterschiede in Sachen Pedalweg, Pedalkräften und Charakteristik feststellen können, wenn man etwas umgestellt hat. Auf der Rennstrecke ordne ich die IMSIM Talento-Pedale in die Reihe der High-End-Mitbewerber Loadcell-Lösungen ein. Das Betätigungsfeedback der Bremse ist entweder kurz und knackig oder lang und soft. Gleiches gilt auch für Gas und Kupplung. Somit ist für jeden Anwendungsfall etwas dabei. Mir persönlich gefällt die Einfachheit der mechanischen Anpassbarkeit. Die Idee mit dem Exzenter, der Einsatz dieses Hebels und die sehr gute Zugänglichkeit ohne Frickelei machen das Experimentieren somit sehr einfach und zeitsparend. Als letzter positiver Aspekt bleibt die völlige Flexibilität. Die Pedale können im Abstand und der Position nach Belieben am Rig platziert werden, wenn man die optionale Pedalblade weglässt. Ob mit oder ohne Baseplate lassen sich somit alle ergonomischen Wünsche verwirklichen, ohne an ein geschlossenes Design gebunden sein zu müssen. Weiter geht's mit dem Fazit und der Kaufempfehlung. Ein durchdachtes Konzept mit überdimensionaler Load-Cell-Power an der Bremse, gepaart mit optionalen Möglichkeiten, hebt sich von den immer gleichen langweiligen Pedalkonzepten ab. Die Verstellmöglichkeiten bringen spürbare Änderungen der Charakteristik an die Pedale. Das Manufakturdesign und ein nachvollziehbares Gefühl auf der Rennstrecke sprechen Enthusiasten an, die zumindest 699 € für ein Zweiweg-Pedalset in der Hinterhand haben und ausgeben wollen. In Sachen Kaufempfehlung bedenke, dass Pedale dieser Preisklasse an ein halbwegs stabiles Rig geschraubt werden sollten. Der Betrieb an einem Wheelstand oder einem billigen Playseat oder freistehend am Boden macht mit den anliegenden Pedalkräften an der Bremse absolut keinen Sinn. In Sachen Montage überlege dir, ob du die optionale Pedalplatte benötigst oder darauf verzichten kannst. Die Platzverhältnisse über die Pedalplatte sind eher knapp bemessen und können für dich eventuell zu beengt sein, wenn du es gewohnt bist, die Pedalarme eher weit auseinander montiert haben zu wollen. Beim Performance Kit musst du überlegen, ob sich der Aufpreis lohnt und du entsprechend mit der Bremse bis hin zu sehr hohen Pedalkräften herumexperimentieren willst. Gleiches gilt für die im Performance Kit beigepackten Seitenplatten. Ich persönlich finde die seitliche Auflage am Gaspedal angenehm und ergonomisch komfortabel umgesetzt. Und als letzten Aspekt der Kaufempfehlung gebe ich immer den Rat, dass diese Pedale gemacht wurden, um sich damit beschäftigen zu wollen. Du bezahlst einen sehr hohen Preis, der sich dann nur lohnt, wenn du die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten entsprechend deinen Präferenzen auch nutzen und ausprobieren willst. Plug and Play kann man mit diesen Pedalen auch machen, aber finde ich persönlich zu langweilig und damit würdest du Perlen vor die Säue werfen. Vor dem spannenden Ausblick logge dich jetzt bitte bei YouTube ein und lass mich wissen, was du von diesen Pedalen hältst
und ob Pedale dieser Preisklasse ein Thema für dich sein könnten und mit welchen Pedalen du im Moment unterwegs bist. Wenn es dir gefallen hat, dann lasse bitte gerne einen Like und ein Abo da, empfehle meinen Kanal gerne weiter. Willst du mich unterstützen, dann klicke bitte unterhalb der Videobeschreibung auf die Möglichkeiten. Ich biete keine Affiliate-Links aufgrund der Objektivität an, aber die Unterstützung ist via PayPal, Patreon oder meinen Amazon-Link möglich, über den du bestellen kannst und keinen Cent mehr zahlst und Amazon ein paar Euronen an Provision für mich übrig lässt. Bei Interesse schaue gerne in meinem Testcenter in der Nähe von Salzburg in Österreich vorbei und drehe selbst ein paar Runden mit meiner Peripherie und nehme meine Beratung gerne in Anspruch. Ich helfe dir weiter. In nächster Zeit werde ich mich um Testvergleiche zwischen EasyTech, Fanatec, Simucube, Thrustmaster und so weiter kümmern. Das Usher Racing F64 Lenkrad ist ebenso im Testlauf und Gleiches gilt für andere spannende Peripherie, über die ich euch in der nächsten Zeit am Laufenden halten werde. Vielen Dank wie immer fürs Dabeisein. Es macht mir nach wie vor Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns mal im echten Leben hier bei mir. Euer Ron.